Hi, nach dem wirklich krassen Feedback zu meinem letzten Video Sixpack über 40, was du hier eingeblendet siehst, mit Stand jetzt über 22.000 Aufrufen, gehen wir heute tiefer rein. Ihr habt gefragt in den Kommentaren und das wirklich zahlreich. Vielen Dank dafür. Hier kommen meine Antworten. Ich zeige euch meinen 33-minütigen Trainingsplan, mit dem ich mit 4 bis 5 Trainingseinheiten pro Woche nicht nur ein Sixpack erreicht habe, sondern vor allem meine Gesundheit und Fitness optimiert habe, trotz sehr vollem Alltag. Dafür habe ich für dich meine 278 Übungen aus Fitbod per Hand abgetippt, in einem Dokument zusammengefasst und einen Trainingsplan mit meinen 21 wichtigsten Übungen erstellt. Diesen Plan stelle ich später in dem Video noch vor. Bevor wir loslegen, wirklich ein riesen Dankeschön an euch alle. Alle, die kommentiert, Fragen gestellt, aber auch kritisiert haben. Die Resonanz hat mich echt umgehauen und gibt mir die Motivation, also du gibst mir die Motivation, weiter Videos zur Ernährung, Sport und Motivation zu machen. Das ist hoffentlich erst der Anfang einer langen Reise. Ich freue mich drauf. Ich nehme dich mit in meine Geschichte. Ich bin kein Profiathlet, habe keine Gene von Profiathleten und bin auch nicht als Kind in den Zaubertrank gefallen. Als Kind war ich unsportlich, pummelig, introvertiert, mit Nerdbrille und habe gestottert. Wenn dieses Video auch 20.000 Aufrufe erhält, zeige ich dir ein Bild von mir als Teenager. Sport hat wirklich mein Leben verändert. Selbstbewusstsein, Fitness, sogar meine Karriere vom Azubi bis zum CEO beeinflusst. Heute bin ich 45, Familienvater mit Job, Kindern und vollem Programm und trotzdem fit. Mein Ziel, dich zu inspirieren, damit du deine eigenen Erfolge feiern kannst. Egal, ob du 30, 40, 50, 60, 70 oder älter bist oder auch viel jünger. Also, let's go. Wir starten mit dem Wichtigsten, deiner Motivation. Ich zeige dir, wie ich dranbleibe und wie du es auch schaffst. Los geht's. Bevor ich gleich zum Trainingsprogramm komme, lass uns über das Wichtigste sprechen, deine Motivation. Ohne die richtige Einstellung kannst du den besten Trainingsplan und die perfekte Ernährung haben. Es wird nichts bringen. Weißt du, was der größte Unterschied zwischen Menschen mit Sixpack und ohne Sixpack ist? Nicht die Gene, nicht das Alter, es ist die Kontinuität beim Training und der Ernährung. Ich selbst war als Kind unsportlich und tollpatschig. Mit 14 habe ich angefangen zu trainieren und einfach nie wieder aufgehört. Nicht, weil ich besonders diszipliniert bin, sondern weil es mich kontinuierlich zu einer besseren Version meiner selbst gemacht hat. Und weil ich es zur Routine gemacht habe, wie Zähneputzen. Du fragst ja auch nicht jeden Tag, habe ich heute Lust, mir die Zähne zu putzen? Du machst es einfach. Hoffe ich zumindest. Schokolade. Zudem habe ich wirklich aktiv bemerkt, wie sich mein ganzes Leben zum Positiven verändert hat. Mehr Selbstbewusstsein, positives Feedback von außen, mehr Erfolg beim weiblichen Geschlecht beziehungsweise überhaupt Erfolg. Ein Sixpack ist zwar cool, aber weißt du, was noch viel cooler ist? Mit 60, 70 oder 80 noch fit und aktiv zu sein. Wenn ich mit meinen Kids in den Trampolinpark gehe, werde ich immer gefragt, springen sie auch mit? Klar ist meine Antwort. Felix Schumchen hat es in den Kommentaren perfekt ausgedrückt. Mit 40 plus rostet man nicht ein. Das Leben fängt jetzt erst richtig an. Ich persönlich trainiere nicht für den Spiegel. Der athletische Körper ist nur ein Nebeneffekt. Ich trainiere für meine Gesundheit, für meine Lebensqualität und für meine Familie. Ich möchte mit meinen Kindern Basketball spielen können, Wakeboarden, Raufen und vor allem will ich ein Vorbild für meine Kinder sein. Meiner Meinung nach ist die beste Erziehung, wenn man es selbst gut vorlebt. Ich kann meinen Söhnen Arne und Tore nicht erzählen, dass sie keine Limo trinken sollen und mir selbst jeden Tag Cola oder Energydrinks reinschrauben. So funktioniert Erziehung nicht. Und ich bin manchmal wirklich stolz, wenn wir im Restaurant sitzen und sich die beiden ein Wasser bestellen und der Kellner dann komisch guckt. Eine kleine Anekdote noch. Nach dem Erfolg des letzten Videos hat sich Arne, mein 10-Jähriger, einen Trainingsplan erstellt, den ich dir hier kurz einblende. Er möchte vorher und nachher Fotos machen und jeden Tag abhaken, nachdem er trainiert hat. Eine gute Strategie für einen 10-Jährigen, finde ich. Vielleicht hast du auch in den Kommentaren geschrieben, ich habe keine Zeit. Stefan H. 1892 arbeitet zum Beispiel im Schichtdienst. Rob FP2GK hat einen vollen Terminkalender mit Kindern. Ich kenne das. Ich bin selbst Familienvater mit einem fordernden Job. Aber genau deshalb ist mein Ansatz so simpel. Er ist für Menschen mit echtem Leben gemacht. Einfach 33 Minuten, 4 bis 5 Mal die Woche, das sind gerade mal 2 bis 3 Stunden pro Woche. Jeder von uns verdödelt mehr Zeit mit dem Scrollen durch Social Media und das täglich. Es geht nicht darum, dein Leben dem Training unterzuordnen, sondern das Training als feste Routine ins Leben zu integrieren. Hör auf, nach der perfekten Zeit, dem perfekten Plan und der perfekten Ausrüstung zu suchen. Fang einfach an. Jeder Tag, an dem du nicht anfängst, ist ein verlorener Tag. Jede Ausrede, ich bin zu alt, ich habe keine Zeit, ich habe schlechte Gene, ist nur das.
eine Ausrede. Mein persönlicher Tipp ist, was mir am meisten geholfen hat, mache es zu einer Routine. Lege feste Tage fest und feste Zeiten. Bei mir ist es persönlich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag, also 5-mal die Woche. Ich habe jahrelang morgens um 6 Uhr trainiert, bevor ich die Kinder und meine Frau um 6:40 Uhr wegen der Schule geweckt habe. Ist das manchmal hart? Absolut. Jeden Tag, wenn ich mich aus dem Bett geschält habe und dann morgens kurz ins Bad, kaltes Wasser ins Gesicht, dachte ich mir: „Was mache ich hier eigentlich?“ Aber jeden Tag fühle ich mich super nach dem Training. Der Wecker klingelt, ich stehe auf, ich trainiere, just do it. Und das Beste ist, nach ein paar Wochen wirst du merken, dass du dich nicht mehr zwingen musst. Dein Körper wird es vermissen, wenn du mal nicht trainierst. Also ich persönlich werde wahnsinnig, wenn ich mehrere Tage nacheinander nicht trainieren kann. Das ist der Moment, wo Disziplin zu Leidenschaft wird. Also egal, ob du 30, 40, 50, 60 oder 70 bist, fang heute an. Nicht morgen, nicht nächste Woche, nicht nach dem nächsten Geburtstag, heute. Es ist nie zu spät, aber immer zu früh, um aufzugeben. So, jetzt wo wir die Motivation geklärt haben, lass uns zum konkreten Trainingsplan kommen. Motivation sollte jetzt hoffentlich bei dir vorhanden sein. Jetzt wird's konkret. Mein Trainingsplan für dich. 33 Minuten Training, 4 bis 5 Mal pro Woche, das reicht völlig aus, um fit zu werden und zu bleiben. Keine zig Stunden Cardio, kein stundenlanges Gym. Mein Setup ist bewusst spartanisch, wie du in diesem Video sehen kannst. Ein einfaches Rack, eine Hantelbank, Kurzhanteln, Langhantel, Schlaufentrainer, auch als TRX-System bekannt, Battle Rope und das war's auch schon. Aber du brauchst auch eigentlich viel weniger als das. Meine komplette Ausrüstung findest du in der Videobeschreibung. Du brauchst aber kein fancy Gym oder so viel Ausrüstung, so viel wie ich habe. Das kannst du im Prinzip auch mit deinem Körpergewicht zu Hause machen, nur in viel kürzerer Zeit als im Gym zum Beispiel und auch in deinem Wohnzimmer, wenn du keine Garage hast. Anmerkung noch für alle, die das letzte Video noch nicht gesehen haben. Ich trainiere mit der App Fitbod und wirke vielleicht wie ein Verkäufer von denen. Aber nein, ich habe mit Fitbod nichts zu tun. Ich empfehle es einfach nur, weil es mir sehr geholfen hat, Varianz in mein Training zu bekommen, also wirklich Abwechslung und auch einfach die Verteilung der Übungen auf Muskelgruppen und so weiter. Daher ist es mein authentisches Feedback und meine authentische Empfehlung und ich habe da wirklich gar nichts von, wenn ihr jetzt eine Subscription bei Fitbod macht oder was auch immer. Ich trainiere seit 3 Jahren mit der App und habe in dieser Zeit 616 Workouts absolviert und 278 verschiedene Übungen gemacht. Die komplette Liste aller 278 Übungen, die ich während meiner knapp 3 Jahre mit der App gemacht habe, findest du in der Videobeschreibung, inklusive der Anzahl meiner Ausführungen und inklusive Links zu den Übungsanleitungen für alle 278 Übungen. Ich habe die 278 Übungen übrigens per Hand aus der Fitbod-App abgeschrieben, da es keine Exportfunktion gibt. Das verdient hoffentlich jetzt schon ein Like und vielleicht sogar ein Abo. Aus diesen 278 Übungen habe ich dir genau 21 Übungen ausgewählt. Sie decken alle Muskelgruppen ab, sind effektiv und die meisten brauchen minimale Ausrüstung. Die Übungen sind nach Körperregion gegliedert. Fangen wir mit dem Bauch an, denn schließlich fing das alles mit dem Sixpack an. Let's go! Für den Core bzw. Bauch, Plank, der Klassiker für den gesamten Core. Russian Twist für die schrägen Bauchmuskeln. Hanging Leg Raise fordert den unteren Bauch heraus. Für Arme und Oberkörper, Dumbbell Bicep Curl, Bizeps aufbauen leicht gemacht. Dumbbell Bend Over Row stärkt den Rücken. Dumbbell Skull Crusher, mein Trizeps-Favorit. Pull-Up, nichts definiert den Oberkörper besser. Hand Release Push-Up, Liegestütze mit extra Spannung. Für Beine und Po, Back Squat, der König aller Übungen. Dumbbell Lunge fordert Balance und Kraft. Single Leg Romanian Deadlift, für Beinrückseite, Po und Stabilität. Bodyweight Bulgarian Split Squat, intensive Übung ohne Gewichte. Für die Schultern Dumbbell Front Raise, vordere Schulter definieren. Arnold Dumbbell Press, benannt nach Arnold Schwarzenegger selbst und eine meiner Lieblingsübungen. Standing Dumbbell Shoulder Press für breite Schultern. Dumbbell Rear Delt Raise für die oft vergessene hintere Schulter. Side Lateral Raise, seitlichen Deltamuskel für die Schulterbreite. Dann noch ein paar Übungen für komplexe Bewegungen. Dumbbell Superman für den unteren Rücken. Burpee, Bewegung für den ganzen Körper. Ich hasse die Übung, wenn Fitbod mir die vorschlägt. Sie ist echt anstrengend, aber damit du dich auch quälst, habe ich sie mit Freude in die Liste der 21 Übungen aufgenommen. Dumbbell Bench Press, Klassiker für die Brust. Deadlift to Calf Raise, 2 Übungen in einer für die Beine, die aber auch die Waden triggert. Den konkreten Plan, bestehend aus den 21 Übungen für 5 Trainingseinheiten pro Woche, habe ich dir beispielhaft erstellt und packe den als Download in die Videobeschreibung. Schauen wir kurz gemeinsam auf das Dokument, damit ich den Plan erläutern kann. Ich habe keine Gewichte oder Wiederholungen vorgegeben, da dies sehr individuell ist. Hier musst du selbst bestimmen, wie viel Gewicht du nimmst und wie viele Wiederholungen du machst.
Mach immer mindestens 6 und maximal 12 Wiederholungen und mach es so, dass die letzten 2 bis 3 Wiederholungen sehr anstrengend sind und du schon fast Hilfe brauchst, um den Satz zu beenden. Aber übertreib es nicht. Safety first, vor allem, wenn du alleine trainierst. So, schauen wir uns jetzt den Plan gemeinsam an mit einer kurzen Erklärung. 5 mal 33 Minuten pro Woche. Ich habe das bewusst in Tag 1 bis Tag 5 eingeteilt und nicht Montag, Dienstag und so weiter dran geschrieben, damit du das selbst in deinen Alltag integrieren musst und wirklich eine Routine schaffen. Also du musst dir überlegen, wann ist es realistisch, dass ich diese 5 Einheiten wirklich schaffe. Tag 1, Fokus auf Beine. Wie immer 3 Minuten aufwärmen, Seilspringen oder Jumping Jacks und dann machen wir die 30 Minuten Krafttraining. Hier machen wir das Ganze in Supersets, wie schon im letzten Video erklärt. Ein Superset ist nichts anderes, als 2 Übungen nacheinander zu machen, ohne Pause, weil das einfach Zeit spart und es dann auch realistisch ist, mit den 30 Minuten auszukommen. Fangen wir an mit Übung 1, Back Squat, hier auch in Deutsch Kniebeuge mit Langhantel auf dem Rücken. Kannst du auch anklicken und dir anschauen, wie das aussieht. Und dann machst du danach Übung 2, Dumbbell Biceps Curl, also Kurzhantel Bizeps Curls. Kann man sich auch anschauen, wie das aussieht kurz. Dann weißt du Bescheid, wie du es ausführen musst. Ist in Fitbod ganz gut gezeigt und auch wirklich öffentlich auf der Webseite einsehbar, alle Übungen. Und dann machst du nach den 2 Übungen 1 Minute Pause. Danach sofort zu Übung 1, Übung 2, wieder 1 Minute Pause. Übung 1, Übung 2, wieder 1 Minute, Übung 1, Übung 2, wieder 1 Minute. Dann sind alle 4 Runden abgeschlossen und du bist mit dem ersten Superset fertig. Dann geht es direkt weiter zu Superset 2 mit 3 Sätzen bzw. 3 Runden. Fängst an mit Übung 3, Dumbbell Lunge. Schauen wir uns auch kurz an, was das für eine Übung ist. Machst danach Übung 4, Plank. Hier würde ich so ungefähr 70 Sekunden empfehlen. Wenn du es nicht schaffst, machst du halt weniger, aber mach es so lange, bis es im Core, im Bauch brennt. Danach 30 Sekunden Pause nur im zweiten Superset. Dann wieder Übung 3, Übung 4, 30 Sekunden, Übung 3, Übung 4 und du bist schon mit deinem Training fertig und kannst gestärkt und guter Laune den Tag starten. Und noch eine Anmerkung zum Superset-Prinzip. Das ist wirklich der Schlüssel zur zeitlichen Effizienz. Du zwingst dich dazu, durchzuziehen. Denn du hast nicht mal Zeit, um am Handy rumzudödeln, wie das viele im Fitnessstudio machen. Die Pausen wirst du zum Durchatmen brauchen. Mit Supersets sparst du Zeit und hältst die Intensität hoch. Während eine Muskelgruppe arbeitet, erholt sich die andere. In meinen über 30 Jahren Workout-Erfahrung habe ich eines gelernt. Fordere deinen Körper immer wieder neu heraus. Erhöhe das Gewicht oder die Wiederholungen, verkürze die Pausen, bringe Variationen in die Übungen, probiere neue Übungen aus. Die Liste von 278 Übungen sollte erstmal reichen, um Varianten in dein Training zu bringen. Und auf der Fitbod-Seite kannst du auch noch viel, viel mehr Übungen öffentlich einsehen. 3 Workouts pro Woche sind ein perfekter Anfang. Denk aber an deine Screentime im Vergleich. Besser sind 4 oder 5 Einheiten pro Woche. Das sind insgesamt nicht mal 3 Stunden, die du investieren musst. Mach Fotos von dir selbst. Nicht für Instagram, sondern für dich, um die Erfolge zu sehen. Das motiviert, denn oft sehen wir unsere eigenen Fortschritte nicht im Spiegel, weil wir uns täglich sehen. Kommen wir jetzt zu einer Zusammenfassung. Die 3 Schlüssel zum Erfolg. Jetzt hast du einen kompletten Trainingsplan, 278 Übungen an der Hand, mit denen ich in den letzten 3 Jahren meine Form erreicht habe und hoffentlich auch die Motivation, um anzufangen. Lass mich die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen. Der erste und wichtigste Punkt ist die Konstanz bzw. die Kontinuität und nicht, wie im letzten Video, die Konsistenz, wie ich es genannt habe. Da kam ich ein bisschen aus dem Englischen von Consistency. Aber wirklich die Konstanz, die Kontinuität schlägt alles. 4 bis 5 Mal pro Woche, 33 Minuten. Nicht die Intensität, sondern die Regelmäßigkeit macht den Unterschied. Wie bei meinen 616 Fitbod-Workouts in den knapp 3 Jahren, es summiert sich. Punkt 2, Effizienz durch Struktur. Supersets, gezielte Übungen, minimales Equipment. Du brauchst kein Profi-Gym und kommst mit 3 Stunden pro Woche aus. Die 21 Übungen, die ich dir gezeigt und im Trainingsplan zusammengestellt habe, reichen völlig aus. Für die brauchst du zwar etwas Ausrüstung, aber auch hier keine Ausreden. Wenn du keine Langhantel hast, dann nimm halt Kurzhanteln und mach die Kniebeuge mit den Kurzhanteln. Mach dein Training zu einer fest definierten Routine. Mit festen Trainingszeiten keine Ausreden. Was uns auch schon zu Punkt 3 bringt, Mindset ist alles. Keine Ausreden mehr. Feste Trainingszeiten etablieren und das Training zur Routine machen wie Zähneputzen. Just do it. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Ganz einfach. 1. Lade dir den Trainingsplan aus der Videobeschreibung herunter.
Checke die komplette Liste aller 278 Übungen mit Links zu den Anleitungen, auch in der Videobeschreibung. Wähle 5 Tage in der kommenden Woche für dein Training aus. Setze feste Zeiten, wann du trainierst. Mach ein Vorherfoto, nur für dich selbst. Und dann fang an. Bevor ich hier schließe, noch ein paar typische Fehler, die ich oft sehe. Zu viel Gewicht, zu wenig Technik. Technik geht immer vor Gewicht, also fang langsam an und mach die Übungen sauber. Zu viele Übungen. Lieber 5 Übungen perfekt als 20 halbherzig. Also üb die Übungen wirklich ein und probier nicht alle 278 auf einmal, sondern wirklich mach die ersten Übungen und trainier die ein. Weil gerade wenn du noch Anfänger bist und nicht viel Trainingserfahrung hast, dann ist es koordinativ schon eine große Herausforderung, wirklich Übungen sauber auszuführen. Ich weiß, dass viele von euch auch Fragen zur Ernährung haben. Das ist so ein wichtiges Thema. Das macht nämlich, wie wir im ersten Video gelernt haben, 70% bis 80% aus, dass ich dem Thema wirklich ein eigenes Video nächste Woche widmen werde. Nächste Woche kommt also Teil 3 der Sixpack mit 40 Plus Serie. Denn das Feedback zum ersten Video hat mich echt umgehauen. Vielen Dank an dich und alle anderen Zuschauer, egal ob nett oder kritisch. Ich bin nicht Jesus und ich weiß auch nicht alles, aber ich habe viel Erfahrung. Nächste Woche gibt es dann also mehr zur Ernährung. Zum einen, wie ich mir nur 2 Mahlzeiten am Tag mehr Energie habe als früher mit 5. Mein konkreter Ernährungsplan mit Top-10 Beispielen, wie ich Intermittent Fasting praktisch umsetze, wie ich trotz Familie und Beruf eine gesunde Ernährung hinbekomme und warum ich fast komplett auf Zucker und Kohlenhydrate verzichte, aber trotzdem nicht auf Genuss. Ich bin übrigens echt begeistert, wie viele von euch nach dem ersten Video bereits angefangen haben zu trainieren. Wenn ihr Fortschritte oder Fragen habt, teilt sie gerne in den Kommentaren. Vielleicht greife ich eure Erfolgsgeschichten oder Fragen im nächsten Video auf. Besonders freue ich mich auch über Arnes Reaktion, meinem 10-jährigen Sohn. Der hat sich nach dem Erfolg des letzten Videos seinen eigenen Trainingsplan gemacht und der sieht so aus, wie ihr schon vorhin gesehen habt. Das zeigt mir ganz klar, Vorbild sein wirkt und ich werde versuchen, weiter ein Vorbild zu sein. Wenn dir dieses Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Teile es mit Freunden, die immer sagen, ich habe keinen Trainingsplan oder ich habe keine Zeit. Und jetzt die wichtigste Frage. Was möchtest du im nächsten Video zum Thema Ernährung unbedingt wissen? Schreib es unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bleib fit, bleib dran, just do it. Bis dann. Peace out.